Ja, hallo und ganz herzlich willkommen jetzt hier zum Vorschauvideo für den 42. Hafenspielplatz Januar am Dars Teil 2. Und was du gerade gehört hast, das war eine Akkordfolge, nämlich die Akkordfolge des B-Teils meines Stückes Januar am Dars, welches du nicht in Notenform haben musst, um an diesem Hafenspielplatz teilnehmen zu können. Das nur vorweg. Also die Akkordfolge. Und außerdem hast du verschiedene Verschachtelungsrhythmusstrukturen gehört, die in diesem Stück vorkommen und insbesondere auch in diesem B-Teil. Und du hast sie gehört zum einen als melodische Improvisation, also ich habe mit der oberen Hand kleine Melodieteilchen gebildet, mit unter Verwendung dieser Verschachtelungsrhythmen und aber auch als akkordische Verschachtelungsrhythmen. Und was kannst du damit machen? Naja, du kannst diese Rhythmusstrukturen anwenden auf jede beliebige Akkordfolge, die du magst. Ja? Und du kannst das zum einen natürlich als melodisches Improvisationsprinzip verwenden, wenn du so ein bisschen in diesem schwebenden Stil spielen möchtest, der für mein Hafenspiel so typisch ist. Ja? Oder du kannst natürlich, wenn du das Ganze mit Akkorden die ganze Zeit treibst, das auch als Begleitmuster benutzen für Liedbegleitung oder Melodiebegleitung. Oder natürlich, wenn du einfach sagst, ich möchte gar nicht melodisch improvisieren, sondern ich möchte so ein bisschen mit Akkorden, nur mit Akkorden improvisieren und weil ich so ein bisschen Akkord trainieren möchte, das Akkorddenken. Ja? Ist alles möglich mit dem, was du da lernst in diesem Hafenspielplatz. Und du bekommst auch diesmal wieder, etwas ungewöhnlich für mich, bekommst du für den Hafenspielplatz tatsächlich wieder ein schriftliches Kursmaterial, wo alle 6 Rhythmusstrukturen, die wir behandeln werden, schriftlich dargestellt sind in Notenform und in Rhythmustabellen, Schreibweise, wenn du nicht so gut Noten lesen kannst. Du bekommst wieder eine Akkordsäule, wo du erkennen kannst, welche Töne gehören zu diesen 4 Akkorden, die hier immer im Kreis laufen. Es handelt sich bei dieser Akkordfolge um einen sehr berühmten Turnaround, den man zum Beispiel auch von The River Flows in You kennt. Ja? Und genau, und das bekommst du alles ausgehändigt sozusagen zum Download, kannst du behalten, um dann eben damit dann wochenlang und jahrelang weiterspielen zu können, auch weit über den Hafenspielplatz hinaus. Ja, was brauchst du? Also eine Harfe in S-Dur. Ja? Die Größe deiner Harfe ist sekundär, denn es geht ja um Rhythmusstrukturen und du kannst das auf sehr engem Raum auch machen, wenn du dich in der Griffgröße entsprechend einschränkst. Ja? Du musst also, wenn du eine große Harfe hast, stört das überhaupt nicht, wie immer, aber eine kleine Harfe ist genauso möglich. Ja? Du musst dann halt einfach kleine Griffe wählen, ne? Und in einer höheren Oktave spielen. Ja, und du solltest nicht totale Anfängerin oder Anfänger sein, sondern schon so ein bisschen Erfahrung haben. Günstig wäre, wenn du schon wüsstest, wie dieses Prinzip des Vorplatzierens funktioniert, der Finger, ja, dass du also nicht immer so freihändig an die Harfe rangehst, weil das wird jetzt schwierig bei diesen Verschachtelungsmustern. Und ja, wenn du so Akkordgriffe, wenn dir das schon mal über den Weg gelaufen ist, Akkorde in verschiedenen Umkehrungen, ja, das wäre auch hilfreich. Aber keine Angst, du musst da nicht viel überlegen. Ich zeige das alles sehr langsam und Schritt für Schritt. Und wie gesagt, du brauchst die Noten des Stückes nicht. Das werde ich immer mal wieder gefragt. Brauche ich da die Noten? Nein, brauchst du nicht. Wir spielen nämlich nicht die Tonfolgen von Januar am Dars, sondern wir beschäftigen uns wirklich ausschließlich mit den Rhythmusmustern dieses Stückes und mit den Akkordfolgen. Ja, und mehr brauchst du eigentlich nicht. Ich freue mich, wenn du mitmachst. Info und Anmeldung wie immer hier unter dem Video alles beschrieben und verlinkt. Und jetzt spiele ich noch ein bisschen mit dir, mit dem Material des B-Teils von Januar am Dars und sage bis dann, deine Stefanie Bieber.